Telespiel Tobi hier. Heute fahren wir nach Frankreich. Los geht's nach dem Intro. Letztens war ich mit meiner Frau übers Wochenende im Elsass. Unterwegs habe ich dann einen kleinen, aber feinen Videospieleladen entdeckt. Was es dort zu sehen gab, was ich gekauft habe, das zeige ich euch jetzt. Zuerst natürlich einmal die Frage, wo das Elsass liegt. Also grob gesagt liegt das Elsass im Osten von Frankreich. Und wenn ihr wisst, wo der Schwarzwald liegt, ist es einfach auf der anderen Seite der Grenze. Unser Ziel war die Nähe von Straßburg und vom Saarland aus auf dem Weg dorthin kommt man durch verschiedene kleine Orte. Einer davon ist Saverne und dort haben wir dann Pause gemacht, ein bisschen Mittag gegessen und uns den Ort selbst angeguckt. Saverne selbst ist jetzt nicht riesig groß, aber ein Tagesausflug wert. Am sehenswertesten ist die Hauptstraße, die eigentlich eine Fußgängerzone ist. Und dort gibt es verschiedene kleine Shops, ein paar Restaurants, viele Häuser, die im Fachwerkstil gebaut sind. Und wenn man die Straße lang geht, findet man auf einer Seite auch dann ein Schloss. Das Schloss ist jetzt nicht, wie man sich vorstellt, eine Burg oder so, sondern eher so ein Stadtpalast, so ein Stadtschloss. Saverne selbst hat einen Fluss und einen Kanal, auf dem einige Boote unterwegs sind. Und da kann man sich auch gemütlich hinsetzen, Kaffee trinken und die Boote beim Schleusen zuschauen. Wenn ihr von der Fußgängerzone aus die Brücke über den Kanal nimmt und einfach ein bisschen weiter geht, seht ihr dann auf der rechten Seite bald den Videospielladen Videojeux FR. Das ist jetzt nicht ein unabhängiger, sondern ist eine Kette wie bei uns zum Beispiel GameStop. Nichtsdestotrotz habe ich es mir nicht nehmen lassen, dort mal reinzuschauen und zu gucken, was es gibt, wie die Preise sind. Der Laden war relativ klein, daher natürlich vollgestopft von unten bis oben mit Merchandise, Gebrauchtware, aber auch Neuware. Der PlayStation 3 Ausverkauf hat dort schon begonnen. So gibt es auf Neuware von PlayStation 3 50% Rabatt. Da ich mir letztens erst eine Xbox One zugelegt habe, habe ich mir natürlich mal die Gebrauchtpreise davon angeschaut. Die Spiele waren jetzt nicht wirklich die Schnapper, das heißt, die habe ich eher mal liegen lassen. Auch wenn der Laden wie gesagt klein war, habe ich trotzdem eine gute halbe Stunde drin verbracht und jede Ecke durchstöbert. Dabei habe ich dann auch ein bisschen was Älteres gefunden. Wirklich Retro ist es jetzt nicht, aber PSP ist natürlich jetzt auch nicht mehr das Neueste. Zwischen einigem Schund habe ich dann aber zwei Perlen ausgemacht. Die Preise, die ihr auf den Labels seht, stimmen nicht ganz. Ich habe einfach den Verkäufer gefragt, ob am Preis noch was zu drehen ist. Er hat mir kurzerhand die zwei Spiele für zusammen 15 Euro angeboten. Da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Vielleicht wollte er mich auch einfach nur loswerden, weil er Destiny 2 gezockt hat und in Ruhe gelassen werden wollte. Mir soll es egal sein. 15 Euro für die zwei Spiele, das finde ich mal einen guten Preis. Einige von euch haben eventuell noch nie von Metal Slug Double X gehört. Im Grunde genommen ist es Metal Slug 7, das eigentlich nur für Nintendo DS rausgekommen ist. 2 Jahre nach dem Original-Release ist es dann auch noch für die PSP portiert worden und hat dann noch kleine Erweiterungen erfahren. Unter anderem ist ein Koop-Multiplayer-Modus dazugekommen und man konnte zusätzlichen Content downloaden. Später wurde dann Metal Slug Double X auch noch auf Xbox Live Arcade angeboten. Zum Spiel selbst braucht man wohl nicht viel zu sagen. Wer einen anderen Metal Slug Teil gespielt hat, fühlt sich hier sofort heimisch. Kritik gab es für den geringen Umfang. Man soll das Spiel wohl in 1 bis 1,5 Stunden durchgespielt haben. Aber bei dem geringen Gebrauchtpreis ist das verschmerzbar. Ich freue mich jedenfalls auf jede Menge Pixel-Action. Das war also unser kleiner Ausflug nach Frankreich. War mein Kauf die richtige Entscheidung? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir vielleicht einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal, euer Telespiel Tobi.